Es geht um autonomes Fahren, um die Zukunft. Fahrzeuge, die in der Zukunft so intelligent sind, dass sie keinen Fahrer mehr haben, dass sie selbstständig fahren können. Das heißt, Fahrzeuge, die die Umgebung wahrnehmen, die ahnen können, wie die Umgebung sich verändert, planen und steuern können, menschenähnliche Fähigkeiten aufweisen. Das heißt, der Fahrer ist schon in dem Auto. Und wir haben hier in Berlin, wir sind in glücklicher Lage, dass wir also 22 Kilometer Strecke digitalisiert haben. Mit diesem Tisch ist es uns möglich, der Gesellschaft, ohne dass wir auf die Straße gehen, der Gesellschaft alles erläutern zu können. Kinder erläutern, wir können das mit dem Tisch, Erwachsene erläutern, Industrie das erläutern und Politik es erläutern. Heute ist sie gedacht für die Besucher der Langen Nacht der Wissenschaften natürlich. Aus den letzten Jahren wissen wir, dass das ein sehr gemischtes Feld ist. Also es kommen Leute, die haben nur so eine grobe Idee von AI, wissen noch gar nichts davon, wollen einfach mal stöbern. Und gleichzeitig kommen aber auch Leute, die haben wirklich eine eigene Expertise und ganz klare Fragen, die sie uns stellen möchten. Und wir wollen eigentlich alle adressieren davon. Ja? Insofern ist das Informationsangebot so ein bisschen gestaffelt hier. Und der Grund, warum wir das jetzt heute mit der Mobilität machen, ist, weil wir die Fahrzeuge wirklich selbst da haben. Also die User Journey beginnt schon unten im Eingang sozusagen. Die Leute gehen in den Bus hinein, kommen danach hier hoch, schauen sich den Roboter an oder andere Fahrzeuge und können dann hier nochmal genaue Informationen selbst erfahren. Hier haben wir 3 Token. Die steht einer ist für Bus, einer für Tiguan SUV und einer für Testchecker. Und hier ist eine Lupe. Diese Lupe ist eine Multifunktion-Lupe sozusagen. Und hier ist ein Bereich, die wir fokussieren kann. Also man kann Token hier platzieren und dann unterschiedlichen Sensoren auszuwählen. Zum Beispiel hier haben wir Kamera, wir haben auch Echtzeitdaten auf Straße, auf Testtrack. Genau, und was es besonders leicht macht an dem Tisch, ist die ganze Strecke zu zeigen. Das war vorher sehr schwierig für uns. Wir hatten diese Fahrzeuge dort und das war einfach, den Leuten das an den Fahrzeugen zu zeigen. Aber wie zeigt man 22 Kilometer Teststrecke? Und da eignet sich der Tisch besonders gut. Wir können hier die einzelnen Sensoren alle platzieren, jeweils dann mit den Objekten die genauen Informationen auf dem großen Screen darstellen. Also das war wirklich ein kleiner Gamechanger für uns in der Darstellung, der Wissensvermittlung sozusagen unseres ganzen Projektes.